Moinsen Leute, willkommen hier zurück zu Age of Empires Mobile. Und ja, heute zeige ich euch nochmal, was es mit den Heldenmedaillen auf sich hat. Ich habe auch noch ein paar Tipps und Tricks für euch. Und ich würde mal vorschlagen, wir starten erstmal mit den Rekrutierungen. Und ich hoffe, ihr habt euch schon eingespielt. Ihr könnt ja mal jetzt so nach ein paar Tagen eure Meinung zum Spiel in die Kommentare schreiben. Ja, ich blicke so ein bisschen mehr durch. Ja, zum Anfang war das total kurios und durcheinander. Aber ich bin mal gespannt, was ja, eure Erfahrung bislang in diesem Spiel ist. Okay, gut. Also bleibt dran am Video, es wird noch richtig, ja, informativ, ja. Okay, wir sehen hier im Hintergrund, habe ich Sejong der Große, ja, rekrutiert. Und wir sehen, bei jedem Rekrutieren erhältst du ja auch Heldenmarken, beziehungsweise Heldenmedaillen, ja, in Legendär und in Episch. Was es damit auf sich hat, habe ich zwar schon im letzten Video erklärt, aber wir können es ja nochmal kurz durchgehen mit einem Beispiel. Und zwar sehen wir hier aktuell Sejong der Große, ne, den habe ich bei der Rekrutierung gezogen. Und wenn ich den gezogen habe, dann habe ich diesen Charakter. Ja? Wenn ich jetzt noch Medaillen von ihm erhalte in den Rekrutierungen, kann ich damit seinen Rang erhöhen. Okay, wir gucken jetzt mal hier zum Beispiel. Hier hat der Held, den habe ich nicht, ne, den legendären Held, aber er hat 10 von 10 Marken, also Medaillen. Und wenn ich 10 von 10 Medaillen habe und ich habe den Held nicht, kann ich ihn eintauschen in einen vollwertigen legendären Charakter. Das machen wir jetzt hier auch. So, wir tippen mal rauf, tauschen und zack. Jetzt habe ich ihn, ja, genau. Wenn ich jetzt Medaillen von ihm erhalte, kann ich damit seinen Rang erhöhen. Wie gesagt, wenn euch das noch ein bisschen zu kompliziert ist, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten, ja, es ist eigentlich ziemlich einfach, ne? Hier seht ihr, wir können das mal bestätigen und machen das auch. Ihr seht im Hintergrund, wie ich nochmal 20 Rekrutierungen gemacht habe. Wir können mal gucken, was ich so erhalte. So, habt ihr bis jetzt auch Glück gehabt bei der Rekrutierung? Könnt ihr mal, wie gesagt, in die Kommentare schreiben. Wir gucken uns das jetzt erstmal an hier, was ich so alles erhalte. Das wird auf jeden Fall ein legendärer Charakter. Ah, okay. Ich glaube, das ist John Dark. Und John Dark habe ich schon. Genau, das heißt, ich kann mit diesen Medaillen, die ich erhalten habe, ihren Rang erhöhen. Das seht ihr hier oben, ich habe ganz viele Medaillen erhalten und wie gesagt, die Medaillen, die sind nicht nutzlos. Ne? Also entweder sammelst du 10 Stück, wenn du den legendären Held nicht hast, dann kannst du ihn beschwören, dann hast du ihn. Und wenn du ihn schon hast und Medaillen von ihm bekommst, kannst du damit seinen Rang erhöhen. Das gilt für die legendären Helden, so auch für die epischen Helden. Ne? Und für die mystischen, ja, da musst du, glaube ich, Geld ausgeben. Ne? Das wird ein bisschen teuer. Gut, wir sehen hier von John Dark habe ich den Rang erhöht, weil ich Medaillen erhalten habe. Und da ich sie schon habe, nutze ich diese, um deren Rang zu erhöhen. So, bei Hammurabi genau das gleiche. Ihn habe ich schon, ich habe Medaillen erhalten. Also gehen wir jetzt erstmal rüber in das Spiel und dann zeige ich euch noch ein paar Dinge. Wir sind jetzt in meinem Dorf bzw. in meiner Stadt drin. Ein Tipp an euch, wenn ihr hier oben rechts auf den Eventkalender geht oder Eventzentrum. Es ist jetzt nicht mehr viel Zeit, aber Weg des Kaisers, da könnt ihr viele Rekrutierungen, Beschleuniger und natürlich auch Ressourcen erhalten. Beim letzten waren 20 Rekrutierungen drin. Na, das ist sehr hilfreich und versucht immer hier diese Aufgaben links zu erfüllen. Ich kann mir, hier, Glücksrad, lass uns mal Glücksrad machen. So, vielleicht habe ich ja Glück, weil hier gibt es den Charakter Richard I. mit 10 Medaillen und wenn ich die erhalte, dann müsste ich den Charakter haben. So, den kriege ich natürlich nicht. Ne? Okay, alles klar. Das war für die Cuts. Super. Ihr habt ein Schild, ja? Euer Schild ist abgelaufen. Und jetzt fragt ihr euch, und wo kriege ich jetzt neue Schilder her oder wo kann ich das aktivieren? Wir gehen auf unsere Zitadelle rauf. Wir gehen auf Zitadellen-Buffs und sehen hier Friedensschild. Ne? Das heißt, wenn du jetzt Friedensschilder im Inventar hast, kannst du die hier verwenden. Wenn du keine mehr hast, kannst du dir hier die Schilde kaufen. Ja, ist sehr wichtig nachher für PvP. Wenn dein Schild unten ist, dann wirst du angegriffen. Deswegen musst du schnell reagieren und deswegen würde ich sagen, horte dir ein paar Schilder. Die Verlagerung, wenn du jetzt zum anderen Gebiet möchtest, ne, da gibt es ja verschiedene. Es gibt einmal der beschränkte Verlagerer, dann auf das Land beschränkt und gezielte Verlagerer. Gezielte Verlagerer ist das, du kannst dich dorthin porten, wo du hin möchtest. Wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch. Ihr geht irgendwo hin, haltet kurz 2 Sekunden auf diesen Platz gedrückt, wo ihr hin möchtet, lasst los und dann steht hier Verlagern. Und ja gut, meine Truppen sind noch am Sammeln, aber dann könnt ihr zu diesem Punkt, wo ihr halt drauf getippt habt, hin teleportieren. Wenn ihr keine Ausdauer mehr habt, gibt es im VIP-Laden, da können wir mal raufgehen,
für diese Silbermünzen hier oben, ne, die man sich kaufen kann. Hier nicht kaufen, das ist sauteuer, um Gottes Willen, lieber bei Angebote. Dann könnt ihr euch hier Ausdauer holen. Ich habe mir die Ausdauer schon geholt, aktualisiert sich immer wöchentlich. Was mir noch so aufgefallen ist, also ich habe jetzt Probleme mit den Ressourcen. Na? Das heißt, ich muss sammeln gehen, das seht ihr auch hier oben schon, dass ich sammeln gehe und ja, das ist ein bisschen mühselig. Ich habe auch noch, oder es gibt jetzt auch ein neues Event und zwar gehen wir mal hier auf Expedition. Hier gibt es einmal Schlachtfeld Überlebende, richtig geiles Event. Inseltaktiken, nicht so geiles Event. Spitzenarena ist auch ein gutes Event. Dort könnt ihr euch messen mit anderen Spielern. Dazu kann man auch ein eigenes Video machen. Macht das täglich, egal ob ihr gewinnt oder verliert. Ihr erhaltet diese Münzen und die könnt ihr hier im Laden eintauschen und das ist echt enorm. Ja, hier kriegst du Rekrutierungen, hier kriegst du XPs für deinen Held und Fähigkeitspunkte, ja, um die Fähigkeiten deines Heldens aufzuleveln. Ist sehr ratsam, das zu machen und das würde ich auf jeden Fall machen. Ne? Genau, gut, was kann man noch so sagen? Also ich kann euch so grob sagen, ich habe bis jetzt noch keinen Cent ausgegeben. Ich merke aber jetzt schon so langsam, okay, die Ressourcen werden knapp, die Helden, das Aufleveln dauert immer länger, du musst mehr rekrutieren, du musst mehr Events spielen. Wenn du die Events alle fertig hast, ja, was machst du denn? Ne? Ja, bleibt ja nichts anderes übrig, als zu warten, bis neue Events kommen oder du investierst halt ein bisschen Geld. Habe ich nicht gemacht, habe ich auch nicht vor, erstmal. Und ja, wie gesagt, das ist so im Grunde gesagt, das, was ich euch so mitgeben kann. Ne? Also ihr wisst, wie ihr teleportieren könnt, ihr wisst, wie ihr Schilder holen könnt, ihr wisst, wie ihr die Schilder nutzen könnt. Ihr wisst jetzt Bescheid über die Helden, ja, was die Heldenmedaillen sind, legendär oder episch. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn ich ein spezielles Video erstellen soll über ein bestimmtes Thema, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, das hat euch so ein bisschen geholfen. Ne? Mein Kopf arbeitet weiter. Mal gucken, was wir so als nächstes machen. Es gibt ja noch so viel zu besprechen. Ne? Also jeder Button hier auf dem Bildschirm kann ein eigenes Video vertragen. Von daher müssen wir mal abwarten. Gut. Oh, es wird Tag. Ja. Ne, also nachts schläft man eigentlich und macht aus. Jetzt ist es tags und jetzt mache ich das Video aus. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dann. Euer Sultai.